Was genau machen die Peruaner, dass alle anderen Ceviche-Rezepte an zweiter Stelle kommen? Dank der Tigermilch und vielen anderen raffinierten Tricks, um den Säuregehalt ins Gleichgewicht zu bringen, haben die Peruaner einer der geilsten lateinamerikanischen Rezepten überhaupt gemacht. Und wenn du dich noch fragst, was Ceviche ist, das ist ein Gericht, in dem frischer Fisch oder Meeresfrüchten in Zitrussäften durch Denaturierung gegart und kalt serviert werden. Das klassische peruanische Ceviche wird aus weißem Fisch zubereitet und da ist die Frische des Fisches von absoluter Priorität. Ich kann dir nur empfehlen, für Ceviche den Fisch beim Fischhändler deines Vertrauens zu holen. Hier ist wichtig, einen weißen, halbfesten Fisch zu holen, der nicht so fettig ist. Und ich bin der Überzeugung, dass für ein hervorragendes Ceviche man nur die besten Stücke aus dem Fischfilet nehmen sollte. Deswegen schneide ich die ganz dünnen Stücke aus dem Fischfilet weg, aber bewahre die Reststücke auf jeden Fall auf. Du wirst sie unbedingt noch brauchen für das Rezept. Also wenn du die dünnen Stücke des Filets getrennt hast, kannst du den Fisch würfeln. Hierbei solltest du aufpassen, dass die Stücke nicht so groß werden, damit sie später gut in der Marinade gegart werden, aber auch nicht so klein, denn das Ceviche sollte trotzdem einen festen Biss bieten. Und wenn du fertig bist, kannst du direkt die Fischwürfel in den Kühlschrank stellen, denn Ceviche sollte beim Servieren so kalt wie möglich sein und wir machen direkt weiter mit einer Fischbrühe, die wir als Basis für unsere Tigermilch verwenden werden. Für die Brühe nutze ich ungefähr die Hälfte der Stücke, die ich vom Fisch abgeschnitten habe und ich habe die Fischkarkasse nicht bekommen. Schade, ansonsten hätte ich sie auf jeden Fall in den Topf reingeworfen. Die andere Hälfte der Reststücke brauchen wir auf jeden Fall noch für das Rezept, also wieder in den Kühlschrank damit. Als nächstes halbiere ich 2 rote Zwiebeln und trenne die 3 oder 4 äußeren Schichten vom Kern. In die Brühe kommen 3 Kerne und die äußeren Schichten lege ich mir zur Seite, denn die kommen auch zum Einsatz. Das Ingwer-Aroma ist sehr wichtig für peruanisches Ceviche. Für dich heißt das einen kleinen Stück ganz grob schneiden und in den Topf reinwerfen. Als letztes gebe ich eine Selleriestange mit Blättern dazu und lasse einfach die Fischbrühe für etwa 25 bis 30 Minuten vor sich hin köcheln. Und nachdem ich die Brühe durch den feinen Sieb durchgeseit habe, hebe ich eine Tasse davon im Kühlschrank auf und wenn die abkühlt, zeige ich dir, welche Beilage ich dazu servieren würde. Denn ein weiteres Geheimnis des peruanischen Nationalgerichts ist, dass die Beilagen zur Perfektion mit dem Zitrusgeschmack harmonieren bzw. ergänzen. Traditionell serviert man Ceviche mit Süßkartoffeln als Beilage und viele bereiten die Süßkartoffeln in Ofen dafür zu. Es gibt aber eine viel bessere Variante und zwar kandierte Süßkartoffel. Dafür schneide ich 2 Süßkartoffeln in 1,5 bis 2 cm dicken Scheiben und gebe sie in eine Pfanne. Hinzu füge ich auch Orangensaft, bis die Scheiben gut bedeckt sind und 100 Gramm brauner Zucker. Und wenn ihr nicht so dumm seid wie ich, dann könnt ihr zuerst den Zucker in den Saft geben, gut durchmischen und danach die Scheiben. Dazu gebe ich auch einen Esslöffel Butter, eine Zimtstange sowie 4 Nelken. Wir bringen nun den O-Saft zum Köcheln und lassen die Flüssigkeit 20 bis 25 Minuten reduzieren, bis sie in etwa so aussieht. Diese kandierte Süßkartoffeln schmeckt von sich alleine schon mega, aber zusammen mit den säuerlichen Ceviche-Noten entsteht eine unglaubliche Geschmackspalette, die man einfach probiert haben muss. Aber diese Beilage muss auch erstmals in den Kühlschrank chillen, damit sie später kalt serviert werden kann. Aber das ist noch nicht alles. Peruaner richten den Teller gewöhnlicherweise mit Fettkorn-Mais an, aber wenn du keinen findest, ist das nicht schlimm. Einen ganz normalen Mais kombiniert genauso gut. Einige schneiden die Maiskolben in etwa 4 cm dicke Scheiben, aber für die Präsentation und Esskomfort finde ich viel besser, wenn man die losen Maiskörner auf dem Teller garniert. Und damit die Körner beim Schneiden nicht überall umherfliegen, stelle ich gerne ein umgekipptes Glas in eine Schüssel beim Schneiden. Probiert es mal aus. Und den Rest kennt, denke ich, doch jeder. Einfach kochendes Wasser kräftig salzen und ich lasse die Maiskörner in etwa 20 Minuten kochen, weil ich sie eher bissfest mag. Aber bevor wir weitermachen, möchte ich dich darum bitten, mich mit einem Like zu unterstützen. Ich stecke jede Menge Arbeit in diesen Videos und so kannst du dafür sorgen, dass die Rezepte weiterverbreitet werden. Und ich weiß, ich wiederhole mich gerade, aber die Maiskörner müssen auch in den Kühlschrank, bevor die serviert werden. Denn alles muss so kalt wie möglich serviert werden. So kalt wie möglich. Ich zeige euch eine letzte, aber sehr wichtige Vorbereitung, bevor wir mit der Tigermilch anfangen. Ich habe hier die 3-4 äußeren Schichten von insgesamt 3 roten Zwiebeln und die werden in längliche, dünnen Scheiben geschnitten. Die Zwiebeln lasse ich 10 bis 15 Minuten in einer Schale mit Wasser liegen. So werden Bitterstoffe abgewaschen und die schmecken nachher viel milder, denn es gibt nichts Schlimmeres als ein bitteres Ceviche. Nun können wir uns die Tigermilch zuwidmen. Die Tigermilch oder Leche de Tigre auf Spanisch ist nichts weiteres als eine Marinade, die das Aroma unseres Ceviches weiter verfeinert, aber auch die Zitrussäuren abmildert.
Und die Zubereitung ist denkbar leicht. Als erstes gebe ich die restlichen Fischstücke in den Mixer, bei mir um die 100 Gramm, und danach füge ich einen guten Esslöffel Salz hinzu, hier um die 16 Gramm. Anschließend schneide ich die Blätter von einer Selleriestange ab und werfe den Sellerie in den Mixer. Es ist wirklich wichtig, die Blätter abzuschneiden, denn sie würden die Tigermilch viel zu sehr grün färben. Und nun müssen wir ein bisschen über Chilis reden. In Peru würde man dazu Ají Limo geben, aber ich hatte keinen und deswegen habe ich Habanero genommen. Aber beide Chilisorten haben sehr ähnliche früchtige Noten und deswegen kann man die gut durcheinander ersetzen. Ich füge ein Habanero hinzu und ehrlich gesagt stehe ich nicht so drauf, die Tigermilch übertrieben scharf zu machen und deswegen entkerne ich die immer. Und jetzt mal im Ernst, wenn du nicht daran gewöhnt bist, regelmäßig scharf zu essen, würde ich hier gar kein Chili dazugeben. Bei der Ceviche-Zubereitung gibt man sowieso nochmal Chili dazu und da kann man die Mengen viel besser abschätzen. Als nächstes werfe ich 2 bis 3 Knoblauchzehen in den Mixer hinein und wie ich schon vorhin meinte, ist das Ingwer-Aroma sehr wichtig für peruanische Ceviche. Also gebe ich noch einen kleinen Stück dazu, aber wirklich nicht so viel. Vielleicht hier 8 Gramm. Hier habe ich ein Glas mit Limettensaft und an dieser Stelle muss ich doch etwas ins Detail gehen, denn für ein gutes Ceviche außer dem Fisch wären die Limetten das zweitwichtigste. Deswegen sollten die Limetten nicht komplett grün sein, also unreif, aber auch nicht überreif, sprich vollkommen gelb. Aber mit einer guten Limettenauswahl ist es noch nicht gemacht, denn durch ein geschicktes Schneiden und Pressen der Limetten kann man dafür sorgen, dass weniger Bitterstoffe in den Limettensaft gelangen. Dafür soll am besten der Strunk nach oben schauen und durch 3 Schnitte um ihn herum kann man den mittleren Teil der Limette befreien. Und genau den Saft aus diesem Stück möchten wir nicht, denn da sind die meisten Bitterstoffe enthalten. Also weg damit! Ein weiterer Vorteil dieser Schneidemethode ist, dass das Auspressen selbst der Limette leichter fällt. Und hier muss man aufpassen, nicht bis zum letzten Tropfen auszupressen, denn dieses extreme Schreiben hat ebenfalls den Effekt, dass mehr Bitterstoffe aus der Schale in den Saft gelangen. Ich weiß, das ist jede Menge Arbeit, aber glaub mir, man spürt auf jeden Fall den Unterschied in den Limettensaft und wenn du das machst, wird deine Tigermilch und somit dein Ceviche einfach unglaublich. Aber wenn du keine Limetten mit der Hand auspressen kannst oder einfach keinen Bock drauf hast, zeige ich dir gleich, wie du einen ähnlichen, aber vielleicht weniger effektiven Effekt mit der Limettenpresse erreichen kannst. Hierfür musst du die Limette nicht mittig schneiden, sondern vielleicht 1/4 abtrennen und den Rest auspressen. Damit wirst du nicht die optimale Saftmenge aus der Limette holen, aber es wird viel weniger Saft aus den bitteren Teilen gepresst und das ist genau, was wir möchten. Boah, wie lange kann man denn über Limetten labern, denkst du dir gerade? Also mache ich weiter. Ich gebe 100 Milliliter Limettensaft in den Mixer und hier muss man erwähnen, dass die Limettensaftmenge von der Fischmenge in den Mixer abhängig ist. Anschließend kannst du die Fischbrühe aus dem Kühlschrank holen und reingießen. Danach Deckel drauf und den Mixer um die 20 Sekunden arbeiten lassen. Aber pass auf, wir sind mit unserer Leche de Tigre noch nicht fertig. Als nächstes kannst du die Stängel von einer Handvoll Koriander abschneiden und in den Mixer reinwerfen und der Kern von einer halben roten Zwiebel gehört auf jeden Fall mit dazu, so dass es ungefähr ein Viertel Zwiebel entspricht. Daraufhin kannst du den Mixer für 5 bis maximal 6 Sekunden anschmeißen. Und wir machen das so, weil wir einerseits diese Aromen nur teilweise integrieren möchten und andererseits hätten diese Zutaten unsere Tigermilch zu stark gefärbt. Schließlich seihen wir die Mischung durch den feinen Sieb ab und erhalten eine super aromatische Tigermilch. Meiner Meinung nach ist das das größte Geheimnis des peruanischen Ceviches. Und jetzt haben wir alles, was wir für die Zubereitung brauchen. Also lass mal loslegen. Wir holen den Fisch aus dem Kühlschrank raus und als erstes mag ich den Fisch zu salzen. Denn das zieht schon mal Wasser aus dem Fleisch und das hat den Effekt, dass sich später alle Aromen sich viel besser integrieren. Für die Menge habe ich etwa einen großen Esslöffel genommen. Wie beim vielen lateinamerikanischen Rezepten wird auch hier der Geschmack mit dem Akzent von frisch geschnittenen Chilis betont. Die Menge natürlich ist jedem überlassen, aber für dieses Rezept ist wichtig, eine Chilisorte mit fruchtigen Noten zu nehmen. Hierfür eignen sich Ají Limo und Habanero sehr gut, aber wenn du diese Sorte nicht kennst, sei sehr vorsichtig, denn sie sind extrem scharf. Und noch etwas, Koriander kommt in unseren Ceviche, also schneide ich die Blätter aus unserer Handvoll und gebe sie dazu. Übrigens, viele Menschen können gar kein Koriander ausstehen. Wenn du dazu gehörst, schau in den Kommentaren, da schreibe ich, womit du das ersetzen kannst. Aber natürlich müssen wir nicht unsere Zwiebeln vergessen. Hier habe ich sie schon mal getrocknet und ich füge etwas davon hinzu. Ehrlich gesagt richte ich mich immer nach der optischen Menge aus, aber ich rate euch immer davor, etwas zu probieren, damit ihr das besser abschätzen könnt.
Aber jetzt muss endlich unser Fisch gegart werden. Hierfür habe ich 5 große Limetten auf den Tisch, denn unsere Tigermilch würde nicht so ganz dafür ausreichen. Ich schneide die Limetten, wie ich euch schon mal gezeigt habe, und ich bin auch einer derjenigen, die drauf schwören, die Limetten per Hand zu pressen. Also mache ich mich an der Arbeit. Wenn ich soweit bin, mische ich alles kurz um und gebe reichlich von unserer Tigermilch. Meine Fresse, sieht das geil aus. Danach mische ich alles nochmal kurz um und lasse es in den Kühlschrank ziehen für etwa 15 Minuten. Nach dieser Zeit sieht man an der Farbewechsel, dass die Eiweiße ausreichend naturiert sind und man kann den Teller anrichten. Ich zeige euch, wie ich das gerne mache. Neben das klassische Ceviche-Rezept gibt es viele Variationen mit Meeresfrüchten. Ich kann dir nur raten, Meeresfrüchten dazu zu mischen und es auszuprobieren. Aber wenn du ein weiteres kalt serviertes Rezept mit Garnelen sehen möchtest, schau dir auf jeden Fall das Video auf der linken Seite an. Das kombiniert übrigens super mit Ceviche.